Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dieses Mal zur Geschichte Israels Teil 7 zum Thema der Jom-Kippur-Krieg. Wir werden uns anschauen, was dieser Jom-Kippur-Krieg des Jahres 1973 war und welche Konsequenzen dieser Krieg für die israelische Gesellschaft und Politik hatte. Los geht's! Mit dem Ende des Sechstagekrieges bzw. Junikrieges des Jahres 1967 befand sich der Staat Israel auf einem neuen Höhepunkt des eigenen Selbstbewusstseins und seiner regionalen Bedeutung. Dafür sorgten nicht nur die zahlreichen Eroberungen, die Israel 1967 unternahm, auch wenn diese ursprünglich gar nicht vorgesehen waren am Anfang des Krieges, sondern vor allem auch die Einnahme Ostjerusalems, wodurch zahlreiche tief sitzende religiöse Gefühle innerhalb der israelischen Bevölkerung angesprochen wurden. Für die arabischen Staaten hingegen und vor allem für Ägypten hatte sich der Sechstagekrieg als ein Desaster herausgestellt. Aus der Sicht Israels hatte Ägypten einmal mehr bewiesen, dass es militärisch längst nicht so stark war, wie man zuvor in den 50er Jahren befürchtet hatte. Und diese Erfahrung, dass Ägypten letztlich schwach sei und schwache Streitkräfte hätte, zeigte sich in Israel vor allem nach dem Sechstagekrieg in zahlreichen Publikationen, in denen man im Grunde über die Araber insgesamt, aber vor allem auch über die Ägypter und den ägyptischen Präsidenten Nasser lästerte, sich lustig machte über die Leistungen der Ägypter in dieser Armee. Und das sorgte in der Zeit nach 1967 dafür, dass die Israelis ein immer stärker anwachsendes, teilweise überhebliches Selbstbewusstsein an den Tag legten gegenüber den umliegenden arabischen Staaten. Und das führte schlussendlich auch dazu, wie wir gleich sehen werden, dass man die arabischen Staaten drumherum und eine mögliche Kriegsgefahr, die von diesen ausgehen könnte, nicht mehr sonderlich ernst nahm. Und das sollte Israel 1973 tatsächlich auf die Füße fallen. Doch bis der nächste Ärger vor der Tür stand, brauchte man gar nicht bis 1973 zu warten, sondern tatsächlich nahmen die Konflikte zwischen Israel und Ägypten bereits nur ein Jahr nach dem Junikrieg, nämlich im Jahr 1968, bereits zu, durch den Beginn eines sogenannten Abnutzungskrieges entlang des Suezkanals. Die Israelis hatten sich im Zuge des Sechstagekrieges über die Sinai-Halbinsel ausgebreitet bis an den Suezkanal und waren in Folge zwischen 1968 und Herbst 1970, in der Zeit, in der dieser Abnutzungskrieg tobte, in Kampfhandlungen mit Ägypten involviert. Zusammengefasst brachte dieser Abnutzungskrieg zwischen 1968 und 1970 für keine Seite einen größeren militärischen Durchbruch. Ganz im Gegenteil wurden die Gesellschaften destabilisiert, insbesondere die israelische Gesellschaft, wo sich bereits vor 1973 also schon das Gefühl breit machte, dass man möglicherweise doch nicht so unangreifbar war, wie man noch 1967 dachte. Dass es nun im Jahr 1973 zu einem weiteren großen Krieg zwischen unter anderem Ägypten und Israel kommen sollte, hing vor allem damit zusammen, dass Israel sich in den Jahren vor 1973, also nach 1967, nicht sonderlich diplomatisch gezeigt hatte im Umgang mit seinen Nachbarstaaten. Ägypten hatte bereits seit 1971 unter einer neuen politischen Führung versucht, einen Ausgleich mit Israel zu finden. Dieser Ausgleich war natürlich schlussendlich darauf ausgerichtet, dass man die Gebiete zurückgewinnen wollte, die man 1967 verloren hatte, also aus der Sicht Ägyptens den Gazastreifen und vor allem die Sinai-Halbinsel, die man eben als ägyptisch sah. Doch Israel ließ sich auf Verhandlungen mit Ägypten nicht ein und boykottierte damit möglicherweise eine friedliche Entwicklung für die Region in den Folgejahren. Das führte dann 1973 in den sogenannten Jom-Kippur-Krieg, benannt nach dem Tag des Kriegsausbruchs am Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag. Und dieser Jom-Kippur-Krieg von 1973 hatte für die israelische Gesellschaft und Politik tiefgreifende Auswirkungen, rüttelte an dem Selbstbewusstsein der Israelis und sorgte für zahlreiche Verschiebungen innerhalb des politischen Systems, die bis heute nachwirken. Am 6. Oktober 1973, am jüdischen Jom Kippur, dem Versöhnungstag, erfolgte ein Überraschungsangriff Ägyptens und Syriens auf den Staat Israel.
Dieser Angriff am Jom Kippur kam für die israelische Gesellschaft überraschend, denn man hatte nicht damit gerechnet, dass so kurze Zeit nach dem Krieg von 1967 tatsächlich ein größerer Krieg zwischen Israel und Ägypten ausbrechen konnte. Denn man hatte nach 1967 und auch in Teilen noch während dem Abnutzungskrieg Ägypten und vor allem die ägyptische Armee als schwach empfunden, hatte die nicht als direkte Bedrohung gesehen, sondern war ganz im Gegenteil davon ausgegangen, dass die Ägypter erstmal Jahre brauchen würden, um militärtechnologisch an den Staat Israel anknüpfen zu können und erst dann überhaupt wieder eine Konfrontation möglicherweise suchen würden. Doch dass das nur nach wenigen Jahren erfolgen würde, damit hatte man in Israel nicht gerechnet. Die israelische Führung hatte sich in einer regelrechten naiven Sicherheit gewogen und war davon ausgegangen, da würde schon nichts passieren. Wir sind stark, das haben wir bewiesen, was sollte schon groß kommen. Doch schlussendlich kam im Oktober 1973 eben genau das, was man nicht erwartet hatte, nämlich der besagte Überraschungsangriff, der die Israelis ungünstig erwischte. Denn der Jom Kippur, der jüdische Versöhnungstag, wurde und wird bis heute als ein Ruhetag zelebriert. Das bedeutet, die meisten Israelis waren zu Hause, bei Verwandten und so weiter. Und das öffentliche Leben ruhte in großen Teilen an diesem Tag. Und das sorgte dafür, dass der Staat Israel nun an einem Feiertag, wo das öffentliche Leben, wie gesagt, gelähmt war, jetzt die Armee mobilisieren musste für die anstehende Verteidigung an zwei verschiedenen Fronten. Denn man hatte hier Ägypten im Süden und Syrien im nordöstlichen Teil. Der Jom Kippur-Krieg, der nun 1973 ausbrach, war von Seiten der arabischen Kriegskoalition, also vor allem Syriens und Ägyptens, letztlich ein Krieg um die Rückgewinnung verlorener Gebiete. Der Jom Kippur-Krieg war mitnichten ein Vernichtungskrieg gegenüber Israel. Es ging nicht darum, den Staat Israel von der Landkarte zu tilgen, sondern es ging lediglich darum, die Gebiete zurückzugewinnen, die man 1967 im Sechstagekrieg verloren hatte. Damit wollte man zugleich auch die eigenen Bevölkerungen beruhigen, denn letztlich stand die Kriegsniederlage von 1967 in den arabischen Staaten als eine Schande im Raum, die man hiermit wieder gut machen wollte. Der Angriff am Jom Kippur erschien zunächst einmal für Israel ein größeres Problem, denn wie gesagt hatte man Probleme an einem Ruhetag die Bevölkerung und vor allem auch die Armee schnell zu mobilisieren. Auf der anderen Seite konnte man sich aber eben auch darauf verlassen, dass die Stadtgebiete in großen Teilen leer waren, weil die Leute eben nicht unterwegs waren. Und das bedeutete letztlich für das Militär, dass man das eigene Kriegsgerät wesentlich schneller auffahren lassen konnte und ohne größere Behinderungen an die Front bringen konnte. Die ersten Stunden des Krieges waren für Israel tatsächlich kritisch. Die ägyptische Armee versuchte über die Sinai-Halbinsel vorzurücken, die man ja schlussendlich zurückerobern wollte, und syrische Streitkräfte griffen im Norden mit über 1000 Panzern israelische Stellungen an. In den ersten Tagen konzentrierten sich die israelischen Streitkräfte, vor allem die israelische Luftwaffe, auf die Bombardierung von Zielen im Norden, um damit den syrischen Vormarsch zu stoppen. Und tatsächlich erwies sich die syrische Armee trotz über 1000 Panzer als keine existenzielle Gefahr für Israel, denn die Luftwaffe schaffte es tatsächlich, nahezu die gesamten syrischen Panzerverbände zu vernichten und rückte im Anschluss mit Bodentruppen auf syrisches Staatsgebiet vor, sodass man schlussendlich 30 Kilometer vor der syrischen Hauptstadt Damaskus stand und damit den Krieg im Norden bereits nahezu entschieden hatte. Auf dem Sinai hingegen stellte sich die Lage für Israel wesentlich schwieriger dar. Die ägyptischen Streitkräfte waren weitaus schlagfertiger und motivierter, als die israelische Armee offenbar selbst gedacht hatte. Tatsächlich muss man sich bewusst machen, dass viele israelische Soldaten, die 1973 in der Armee dienten, größere Kriege der früheren Jahre natürlich nicht miterlebt hatten. Die meisten hatten ihren einzigen Krieg 1967 erlebt, einen großen Sieg von innerhalb nur wenigen Tagen, Sechstagekrieg wie gesagt, und man hatte nie gelernt, mit Niederlagen umzugehen, sondern man hatte dieses festgesetzte und fertige Bild von schwachen arabischen Staaten umher. Lediglich die älteren Israelis, die bereits in den früheren Jahren vor und nach der Entstehung des Staates Israel im Militär gewirkt hatten, kannten auch die Gefahr, die von arabischen Staaten durchaus ausgehen konnte, und kannten es auch, Niederlagen einzustecken. Doch für die junge israelische Generation, wie gesagt, wirkte der Krieg von 1973 nahezu traumatisch, weil man nun plötzlich sich mit motivierten Streitkräften konfrontiert sah auf Seiten Ägypten, die man zuvor quasi als nicht möglich erachtet hatte. Das Vordringen ägyptischer Streitkräfte auf dem Sinai bzw. die fehlende Möglichkeit der israelischen Streitkräfte, Ägypten letztlich schnell zu stoppen, führte in der israelischen Politik bereits zu aus Angst geborenen Kurzschlusshandlungen, die dazu führten, dass das israelische Kabinett den Einsatz taktischer Nuklearwaffen tatsächlich in Erwägung zog.
Schlussendlich bewirkte die Drohung Israels, möglicherweise taktische Nuklearwaffen in diesem Konflikt einzusetzen, eine Intervention der Supermächte USA und Sowjetunion, die sich nun in diesen Konflikt einschalteten. Zwar belieferten sie ihre jeweiligen Verbündeten nun ausgiebig mit Kriegsmaterial und trugen dazu nicht wirklich zu einem Ende des Konflikts bei, sondern eher dazu, dass dieser Konflikt sich in die Länge zog, aber man wollte durch die eigene Intervention eben erreichen, dass Nuklearwaffen hier nicht zum Einsatz kommen würden. Nach den ersten massiven Rückschlägen der israelischen Armee, insbesondere gegen die ägyptischen Streitkräfte, ereignete sich aber dann bereits seit dem 14. Oktober 1973 eine Kriegswende. Israel geriet nun immer mehr in die Offensive und in einen militärischen Vorteil und konnte schlussendlich die ägyptischen Linien am Suezkanal durchstoßen. Damit konnte Israel auf ägyptisches Staatsgebiet vordringen, während ägyptische Kräfte immer noch abgeschnitten auf der Sinai-Halbinsel verharrten. In Folge rückte Israel schnell Richtung Kairo vor und kam ungefähr 100 Kilometer vor der Stadt zum Stehen, wodurch ähnlich wie im Norden auf syrischer Seite dieser Krieg nun nahezu entschieden war, denn Israels Streitkräfte bedrohten nun quasi die Hauptstädte Syriens wie Ägyptens und konnten damit Druck ausüben, zu einem Waffenstillstand zu kommen, der schlussendlich auch durch Druck der Sowjetunion und der USA schlussendlich erreicht werden konnte. Damit endete der Jom-Kippur-Krieg bereits im Oktober 1973. Doch die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen, die dieser Krieg für den Staat Israel hatte, waren weitaus nachhaltiger und langwieriger letztlich als der Krieg selbst. Denn die Verschiebungen innerhalb von Gesellschaft und Politik, die mit diesem Krieg bzw. dem Ende des Krieges einhergingen, halten noch bis heute an. Als der Jom-Kippur-Krieg endete, sah sich der Staat Israel mit neuen Gegebenheiten konfrontiert. Das Gefühl der Überlegenheit, das man seit 1967 hatte, war so gut wie davongefegt. Einmal mehr hatte sich in Israel in den Tagen des Jom-Kippur-Krieges das Gefühl breit gemacht, dass man möglicherweise kurz vor der existenziellen Auslöschung stehen könnte. Hinzu kamen die nicht unerheblichen Opfer, die dieser Krieg auf Seiten Israels gefordert hatte. Über 2500 Soldaten waren im Laufe der Kampfhandlungen gestorben, über 7000 Soldaten waren verletzt worden. Und damit hatte Israel die größten Verluste in einer militärischen Auseinandersetzung seit dem Palästinakrieg von 1948-49 verzeichnen müssen. Die aus israelischer Sicht dürftige Leistung der israelischen Streitkräfte, vor allem in den ersten Tagen des Krieges, hatte in der israelischen Gesellschaft große Verunsicherung ausgelöst, wodurch dieser Krieg schlussendlich, ganz anders als der Krieg von 1967, als eine Schande, als das Versagen in die Geschichte einging. Die Bevölkerung suchte die Verantwortung für diese desaströse Situation des Jom-Kippur-Krieges vor allem bei den politisch Verantwortlichen, insbesondere natürlich bei der amtierenden Premierministerin, die 1974 schlussendlich unter politischem Druck zurücktrat und den Weg frei machte für einen neuen Premierminister, nämlich Yitzhak Rabin, der aber quasi nur ein Interimsregierungschef sozusagen war, denn auch er wurde bald beerbt und zwar durch Menachem Begin, einen politisch rechtsorientierten Politiker des Staates Israel, der in früheren Jahren vor der Gründung des Staates Israel vor allem als der Chef der Untergrundorganisation Etzel bekannt geworden war. Dieser Machtwechsel war für den Staat Israel von einer politisch nachhaltigen Bedeutung. Denn man muss sich bewusst machen, nach den neuen Wahlen, die nun stattfanden, wechselte in Israel nicht einfach nur ein Premierminister, das war ja der übliche Fall nach jeder Wahl, sondern hier wurde auch die regierende Partei beerbt. Denn die Mapai bzw. das Bündnis aus Mapai und anderen Parteien, aus der die israelische Arbeiterpartei hervorgegangen war, die über Jahrzehnte letztlich regiert hatte, verließ nun die politische Verantwortung und wurde ersetzt durch ein neues rechtes Parteienbündnis in Israel, nämlich die Likud, aus der später die Likud-Partei hervorgehen sollte. Und diese Partei regiert in Israel bis heute mit ihrem amtierenden Premierminister und Parteichef Benjamin Netanyahu. Während der Amtszeit dieses ersten rechten Premierministers, nämlich Menachem Begin, wurde die israelische Siedlungspolitik einmal mehr intensiviert. Und diese Siedlungspolitik ist ja schlussendlich bis heute ein Stolperstein in den Diskussionen um Israel. Die Besiedlungs- und Besatzungspolitik ist bis heute eine Kontroverse, ein Thema, was ständig diskutiert wird und vermutlich noch für Jahre, vielleicht sogar für Jahrzehnte für Ärger und Diskussionen sorgen wird. Doch Menachem Begin war nicht nur ein Förderer der israelischen Siedlungspolitik, sondern war auch durchaus einer der ersten israelischen Politiker, der ganz bewusst einen nachhaltigen Frieden mit Ägypten ins Auge fasste. Denn er lud den ägyptischen Präsidenten al-Sadat nach Israel ein, in der Hoffnung, hier zu einem nachhaltigen
Frieden für die Region zu kommen. So endete der Jom-Kippur-Krieg von 1973 also mit einer schweren Erschütterung der israelischen Gesellschaft und der israelischen Politik. Gleichzeitig öffnete sich aber auch unter einer neuen Regierung und unter einem neuen Parteienbündnis, was an die Macht kam, eine Option für einen nachhaltigen Frieden in der Region, denn immerhin hatte man offenbar die Absicht zumindest mit Ägypten vor allem zu einem nachhaltigen Frieden in der Region zu gelangen. So viel erstmal bis hierhin in diesen paar Worten zum Jom-Kippur-Krieg und den gesellschaftlichen und politischen Folgen, die dieser Krieg für den Staat Israel mit sich brachte. Nach dem Sechstagekrieg war das israelische Überlegenheitsgefühl auf einem neuen Höhepunkt angekommen. Doch schon 1968 erlebte dieses Gefühl einen ersten Dämpfer mit dem Ausbruch des Abnutzungskrieges zwischen Israel und Ägypten. Bis Herbst 1970 tobte ein Krieg zwischen Israel und Ägypten entlang des Suezkanals und damit abseits der zentralen Gebiete Ägyptens und Israels. Doch dieser Krieg hatte natürlich auch eine Menge Todesopfer auf beiden Seiten zur Folge, sodass dieser Krieg von Seiten der israelischen Bevölkerung immer stärker in Frage gestellt wurde. Seit 1971 hatte Ägypten unter al-Sadat eine neue politische Führung und man versuchte mit Israel in Verhandlungen einzutreten über eine mögliche Rückabwicklung der Entwicklungen seit 1967. Man wollte also vor allem das eigene Gebiet zurückhaben, vor allem die Sinai-Halbinsel. Doch bis 1973 zeigte sich Israel nicht sonderlich verhandlungsbereit, sodass es 1973 zu einem neuen Krieg kam, in dem dann schlussendlich Israel gegen vor allem Ägypten und Syrien zu kämpfen hatte, einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen hatte. Dieser Krieg brachte die israelische Armee in den ersten Tagen des Konflikts tatsächlich in eine gefährliche Lage und führte in Israel dazu, dass man nun plötzlich wieder das Grauen einer möglichen Auslöschung vor Augen hatte. Schlussendlich konnte Israel in diesem Krieg den Vorteil für sich zurückgewinnen, allerdings wurde der Krieg schlussendlich nicht militärisch entschieden, da die Sowjetunion und die USA hier intervenierten und schlussendlich einen Waffenstillstand erzwangen, als Israel allerdings bereits in einer militärisch deutlich besseren Lage war und die Hauptstädte Ägyptens und Syriens mit der eigenen Armee bedrohte. Insofern war der Krieg von 1973, anders als der Sechstagekrieg von 1967, kein eindeutiger Sieg Israels, aber der Krieg hätte vermutlich zugunsten Israels geendet, wäre er weitergeführt worden. Zum ersten Mal, und das war besonders einschneidend, wurde von Seiten der israelischen Regierung aus einer gewissen Angst heraus der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in Erwägung gezogen in einem Krieg, was schlussendlich mit ein Beweggrund dafür war, dass die Sowjetunion und die USA sich ja deutlich stärker in den Konflikt einschalteten, als sie ursprünglich vorhatten. Der Jom-Kippur-Krieg führte in der israelischen Gesellschaft und vor allem in der israelischen Politik zu großen Veränderungen. Das regierende politische Bündnis der Mapai mit anderen Parteien, also die linken politischen Parteien sozusagen Israels, wurden von der Macht verdrängt und ersetzt durch ein neues rechtes Parteienbündnis, nämlich Likud, die schlussendlich in Israel bis heute regiert, aktuell unter dem amtierenden Premierminister und Parteichef Benjamin Netanyahu. Doch mit dem Ende des Jom-Kippur-Krieges war der Konflikt zwischen den arabischen Nachbarstaaten und Israel natürlich noch nicht gelöst, denn Israel hatte natürlich nicht vor, die Gebiete plötzlich abzutreten nach 1967, die man erobert hatte, sondern tatsächlich blieb man in diesen Regionen sitzen und betrieb die eigene Siedlungs- und Besatzungspolitik noch über Jahrzehnte weiter, auch gegen unterschiedliche UN-Resolutionen, die bis heute im Raum stehen und den Rückzug der Israelis aus diesen Gebieten fordern. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!